Hey und willkommen zu meinem 22. Video aus Schwedisch Lappland. Dieses Mal ist ganz schön viel Zeit vergangen, in der ich mich nicht gemeldet habe. Ich war ja in Hamburg in der Zwischenzeit. Das letzte Video hatte ich noch von der Fähre mitgedreht. Und eigentlich wollte ich auch schon Ende Mai wieder hochkommen nach Lappland in mein geliebtes Baskeri. Aber es ist so einiges dazwischen gekommen. Das Leben halt, ne? Gut, zuerst habe ich gedacht, so ein Mist, ich will jetzt fahren, alles geht schief, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann habe ich überlegt, aber vielleicht habe ich jetzt die Chance, in all dem Chaos auch die Lektionen anzuwenden, die ich hier von der Natur das ganze letzte Jahr über gelernt habe. Ganz oft läuft es einfach anders, als man es sich wünschen oder vorstellen würde. Und was macht die Natur? Was machen die Tiere und die Pflanzen? Sie passen sich an. Und manchmal lassen sie los und dann nehmen sie das an, was gerade ist und was geht oder auch nicht. So wie die Elche oder Rentiere und alle anderen Tiere, die hier oben leben, im Winter auch Energie sparen, weil es eben eine ganz harte Zeit ist. So habe ich auch versucht, in den letzten Monaten Energie zu sparen, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich bin sogar dankbar für die Chance, die ich hatte, ganz viel einfach von dem umzusetzen, was ich ja versucht habe, auch für mich und mein Leben hier oben zu lernen, mal ganz abgesehen von dem Buchprojekt. Ja, und so war ich dann am 26. Juli auf einmal wieder auf der Fähre Finnlines. Das ist immer so ein langsames Ankommen nach Skandinavien. Ich liebe das. Es ist so entspannt. Und ein Kollege meinte, ja, aber das war die langweiligste Fährfahrt, die ich jemals gemacht habe, 30 Stunden. Und für mich ist das immer so, du musst gar nichts tun in diesen 30 Stunden. Du kannst schlafen, du kannst entspannen. Ich habe bei wunderschönem Wetter oben an Deck gesessen und das genossen, auf dem Meer zu sein, auf diesem ruhigen Meer, ein bisschen zu lesen und sonst einfach mal über die Ostsee zu starren. Wann hat man sonst Zeit für so etwas? Ja, und als ich auf der Fähre war im Juli, da habe ich auch zurückgedacht, als ich das erste Mal auf Finnlines Helsinki angelaufen habe, Anfang Januar 2022. Und ich wusste noch gar nicht, wird wirklich aus meiner Idee ein Buch, das auch ein Verlag nimmt und das dann irgendwann erscheint. Ja, und jetzt bin ich wenige Tage vor der Veröffentlichung dieses Buches zwischen ewigem Sommer und tiefster Nacht. Und ich bin einfach unglaublich dankbar und glücklich, dass dieses Buch jetzt erscheint. Hoffe natürlich, dass es viele Leute auch sich besorgen und dass es viele Leute vor allen Dingen inspiriert. Und dass sie auch ein bisschen etwas mitnehmen von all dem, was mir Schwedisch Lappland und die Menschen hier gegeben haben. Und dann bin ich am letzten Tag im Juli in Baskeri angekommen. Und ich hatte mich gefragt, wie wird das, nach so vielen Monaten zurückzukommen? Wird sich das wirklich noch anfühlen wie zu Hause? Oder werde ich mir denken, ach, ich will hier doch nicht mein zweites Zuhause haben, meine zweite Heimat? Und dann kam ich rein in diesen Waldweg, wo man 7 Kilometer dann bis ins Dorf runterfährt. Und es war ein absolutes Gefühl von nach Hause kommen. Eigentlich schon genau wie im Januar 2022. Als ich das erste Mal hergekommen bin. Es war ein Ankommen, ein Zurückkehren. Und die Menschen hier, meine Freunde, haben sich so gefreut. Und eine Frau meinte zu mir auf der Straße, sie kam mit offenen Armen und meinte, willkommen zu Hause. Und das war so schön. Und ja, die Menschen hier sind einfach unheimlich lieb. Und ich fühle mich immer wieder aufgenommen und angekommen. Also mein Plan, zwischen Hamburg und Båtskärsnäs zu leben, hat sich nicht geändert. Im Gegenteil, er hat sich verfestigt. Als ich gerade angekommen war, erst das erste Wochenende, dann ist auch mein Partner Diego aus Hamburg gekommen und Katharina und Gustav, ganz, ganz liebe Menschen, die mich behandeln wie Familie, haben uns eingeladen, mit dem Boot rauszufahren zu der Stuga ihrer Familie auf einer Insel. Stuga, das ist ja ein schwedisches Sommerhäuschen.
Und das war so nett und die halbe Familie war da und die haben Fika gemacht, also so ein Snack mit Kuchen oder Zimtschnecken, Kaffee und dann gab es noch gegrillten Fisch ein zweites Mal, dass wir auch mit durften. Und es war einfach so ruhig und so entspannt und die Menschen gut drauf, weil einige noch Urlaub hatten. Und es hat einfach so Spaß gemacht und ja, ich habe gemerkt, okay, Stadt ist wunderschön immer wieder, aber dann hier anzukommen, in der Ruhe, in der Natur und diese Stille zu genießen, das ist genau das, was ich auf der anderen Seite eben für mich möchte und auch brauche. Und deswegen ist diese Kombination von beidem einfach was ganz Wunderbares für mich und ich bin so froh, dass ich die Chance, die Möglichkeit habe, so zu leben und die Wahl zu haben, so zu leben. Mit meinem Partner Diego haben wir noch ganz viele Ausflüge gemacht in die Umgebung. Wir waren in Corlix, im Fluss von Corlix, dem Corlix-Elven, gibt es auch eine ganz süße kleine Insel, Wassholmen. Da gibt es im Sommer immer ein Café, da kann man lecker essen. Und das ist auch einfach so ein schönes Wochenendziel, ein Ort, wo man einfach nur in der Natur ist, im Wald und am Fluss. Und man kann einfach wirklich entspannen. Ganz wenige Menschen, ganz viel Natur. Dann war ich noch ein paar Tage, das letzte Wochenende, mitten in Schwedisch Lappland in der Nähe von Nattavaara. Da gibt es das Wildnisdorf Solberget. Das liegt mitten im Wald, so 20 Kilometer entfernt von den nächsten Nachbarn. Und das ist ein Touristendorf, das ein Deutscher und seine Familie schon seit über 20 Jahren führen. Und dort ist das Prinzip eigentlich sich zurückbesinnen auf die Ursprünge. Bortom bergen, i vida världen finns en plats för dig och mig. Om du vill ha mig, så kom och ta mig. Bella ciao, bella ciao, bella. Ja, om du vill ha mig, så kom och ta mig. Und jetzt, am letzten Wochenende, wurde gefeiert, dass Solberget ein eigenes Naturreservat bekommt. Da haben die auch schon seit über 20 Jahren für gekämpft, dass der Wald da nicht weiter abgeholzt wird. Und jetzt wird er eben geschützt. Aber sie meinten schon, gleich der nächste Kampf steht an, denn jetzt soll ein Windpark in der Nähe gebaut werden. Und das ist natürlich auch ein riesiger Eingriff in die Natur für die Menschen, die dort leben. Und jetzt möchten sie eben versuchen, dagegen anzukämpfen. Und das war auch sehr schön, einfach wieder rauszufahren in diese Weite. Und die Nacht habe ich einfach in einem Feld wild gecampt. Das ist immer was man hier überall machen kann und was einfach so ein Gefühl von Freiheit mir auch immer wieder vermittelt. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zum Beerenpflücken und es gibt ganz viele Blaubeeren im Moment, aber auch die Preiselbeeren werden langsam reif. Ich habe schon ein bisschen Blaubeermarmelade gekocht und Beerenpflücken ist sowieso mein größtes Hobby hier im Herbst, Sommer, wie man auch sagt. Und es ist so entspannend, einfach stundenlang am Waldboden rumzusuchen und zu pflücken und einfach in dem Moment zu leben und an nichts zu denken. Das ist wie Beerenmeditation, habe ich in meinem Buch geschrieben. Dann also viel Freude mit den nächsten Szenen in der Natur Schwedisch Lapplands aus diesem wunderschönen Spätsommer oder Herbstsommer.
super Abend.